Als leichtester Kite am Markt präsentiert sich der neue F1 Strike V2. Dieser ist von seiner Konstruktion halt noch leichter als die beiden Alula-Konkurrenten von Ocean Rodeo und Duotone. In den Details wartet er gar nicht optisch mit so großartigen Änderungen gegenüber dem ersten Modell auf. Die vordere Lenkschlaufe ist natürlich mit Neopren unterpolstert, optimal dimensioniert und genau mit der richtigen Festigkeit versehen, damit man den Wing halt hier gut führen kann. Auch die beiden großen, langgezogenen Schlaufen sind geblieben. Die sind natürlich optimal für den Winterbetrieb. Mit Handschuhen gibt es hier die wenigsten dicken Unterarme. B- und entlüftet wird weiterhin über ein Subventil. Da lässt sich das Ganze am schnellsten befüllen und die Luft entweicht auch am schnellsten wieder. Zusätzlich hat man an der Mittelstrut noch ein kleines extra Auslassventil zum besseren Entlüften. Angegeben ist hier 8 PSI, aber zu den unterschiedlichen Luftdrücken kommen wir im weiteren Verlauf des Tests noch. Das Flugtuch ist ein Double Ripstop Material. Und für die Fronttube wird ein dünnes, hochfestes Dacron-Material verwendet. Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit einem schweren Gewebematerial verstärkt, sodass hier auch mal eine Skate-Session kein Problem ist, weil das Ganze reicht bis in die Tips hinein. Die Mittelstrut ist jetzt eher S-förmig gewölbt. Das bringt dem ganzen Konstrukt etwas mehr Steifigkeit über einen breiteren Windbereich. Das abstützende Profiltuch ist im vorderen Bereich halt geöffnet, dass hier ein Austausch der Strömung stattfinden kann. Die Abrisskante, die mit einer Tuchdopplung versehen ist, hat zusätzlich noch auf beiden Seiten kleine Kunststoffpatches, damit hier nichts über Gebühr flattern darf. Und über den gesamten Bereich der Anströmkante und auch der Befestigung der Mittelstrut läuft ein noch feineres Double Ripstop Material als Doppelung, was hier auch einen gewissen Teil der Festigkeit der Grundkonstruktion aufnehmen soll. Man sieht nämlich auch sehr schön, F1 hat hier seine Hausarbeiten in puncto Tuchstraffung auf einem Level gemacht, wie es jetzt momentan sonst nur von Duotone in der Form sichtbar ist. Also diese beiden Labels haben erreicht, halt hier wirklich fast stehende, gleichmäßige profilierte Tragflächen zu produzieren. Da gibt es keine Fältchen oder überflüssig flatterndes Material oder Profiländerung im Verlauf, sondern das sieht halt schon wirklich fast aus wie eine Tragfläche. Ja, kann man so sagen. Schauen wir auf die Profiltiefe, die liegt hier im mittleren bis flachen Bereich. Insgesamt ist dieser neue Wing wirklich exzellent und sehr sauber verarbeitet. Der erste Eindruck, den man besitzt, sobald man den Strike V2 in die Hand nimmt, ist wirklich super leicht. Wir haben eine Top-Ausbalanciertheit beim neuen Modell von Tip to Tip, sodass er halt wirklich mit 2 Fingerchen an der Frontschlaufe gegriffen werden kann und er dann einfach so vor sich hin schwebt, ganz stressfrei. Und die wichtigste Frage, die natürlich sofort jeder stellt: Geht er früher los oder später los als der Strike V1? Es ist ganz einfach. Wenn man den Luftdruck, wie empfohlen, von 8 PSI bei 5 Quadratmeter verwendet, dann haben wir ein wirklich sehr steifes Profil, was exakt den richtigen Anstellwinkel bei der Anströmung benötigt. Die leiseste Abweichung davon führt dazu, dass der Aufstiegsvorgang erschwert wird. Reduzieren wir den Luftdruck um 1 PSI und fahren 5 Quadratmeter mit 7 PSI, dann haben wir eine deutlich bessere Anpassung, eine etwas größere Elastizität im ganzen Wing, sodass hier mehr verschiedener Anstellwinkel, ein größerer Sweet Spot entsteht, sodass es sich einfacher handeln lässt und auch mehr Leistung aus diesem Wing, gerade bei wenig Wind, herauskommt, um schnell aufzusteigen. Dementsprechend können wir diese Frage sehr gut mit Ja und Nein beantworten. Pumpe ich 8 PSI auf, brauche ich eine absolut perfekte Technik, damit er so früh losgeht wie der Strike V1. Verwende ich 7 PSI, geht er früher los als der Strike V1 und zwar auch bei geringeren Fahrkönnenstufen.
Vorneweg müssen wir das Konzept mit den 2 Schlaufen definitiv nochmal loben. Der Strike V2 hat ein wirklich absolut optimiertes Profil und die Schlaufen sitzen 100% im Druckpunkt. Dieses Profil wird sehr gut gehalten, sodass hier auch eine Verschiebung der Hände nur in seltensten Fällen notwendig ist. Und auch die Schlaufe zum Schleppen des Wings, die vordere Schlaufe an der Fronttube für die Wave-Stellung, die ist perfekt von der Dimensionierung und der Konsistenz, um den Wing optimal zu führen. Sorry, der musste gerade sein. Ein bisschen Emotion ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Die Fahrleistungen sind insgesamt exzellent. Der Wing ist sehr schnell von seiner Geschwindigkeit. Wir können mit der hohen PSI-Zahl hier definitiv das Ganze als racefähig ansehen. Zudem geht der Strike V2 sehr gut am Wind. Geschlagen wird er in diesem Bereich momentan eigentlich nur vom Unit D-Lab, der mit einem noch flacheren Profil noch weiter an den Windfenster rangeht. Wirklich beeindruckend ist, mit welcher Leichtigkeit und einfachen und komfortablen Bedienung der Strike V2 seine hohen Fahrleistungen freigibt oder präsentiert. Und das gilt ebenfalls für die Sprungeigenschaften. Wir haben hier ohne großartige Anstrengung einen wirklich ausgezeichneten Lift. Man kann aufgrund der hervorragenden Profilstabilität diesen Wing bei sehr viel Wind kontrollieren. Klar, hohe Geschwindigkeit, ein schneller Flügel und halt auch ein bisschen mehr Wind sorgen automatisch für gute Sprungeigenschaften. Aber das Ganze will sich natürlich noch kontrollieren lassen. Und dafür ist dieser Wing auf jeden Fall ganz ausgezeichnet, weil er einfach über einen wahnsinnig großen Windbereich, gerade auch im obersten Windbereich, eine enorme Kontrolle aufweist, ohne dass hier Zug auf der hinteren Hand zunimmt, irgendwelche Druckpunktwanderungen zu vernehmen sind. Das geht hier wirklich präzise und komfortabel. Durch die kleinen Änderungen, die man hier vorgenommen hat und eine wirklich perfekte Profilierung, Tuchstraffung und Ausbalanciertheit, haben wir ein ganz exzellentes und fast selbstständiges Manöverhandling. Immer wenn ich ein Manöver einleite und nur an der Frontschlaufe das Ganze bediene, dann geht das Manöver schon fast wie von alleine. Der Wing hat auch sehr wenig Widerstand gegen den Wind, sodass alle Tech-Manöver auch sehr einfach zu vollziehen sind. Und aufgrund des nicht zu tiefen Profils sind auch backgefahrene Manöver hier definitiv ein Vergnügen von der Kontrolle. Bislang war der F1 Strike auch einer der Top-Wings für die Welle zum Mitschweben. Das neue Modell aufgrund seines nochmals minimal reduzierten Gewichts im Verhältnis proportional hat hier das Gewicht nochmal ein klein bisschen abgenommen. Ist noch etwas besser Tip-to-Tip ausbalanciert. Da hatte der erste halt kleine Nicklichkeiten hier und da. Und das ist wirklich ganz großes Kino. Das schwebt einfach so stressfrei mit einem mit. Und auch insgesamt das Führen über die vordere Lenkschlaufe ist ein wahres Vergnügen, da diese Schlaufe einfach optimal dimensioniert ist. Vergleicht man den Strike V2 mit den Mitbewerbern, ist das wohl hier mit das hochmodernste Produkt am Markt, was am ausgereiftesten ist. Vergleichbar ist hier eigentlich nur noch der Duotone Unit zu nennen, der mit ähnlicher Profilstraffung und Tuchstraffung daherkommt und auch mit einer ähnlichen Präzision aufwartet. Allerdings fühlt der sich dann nicht ganz so spielerisch an wie der Strike, da diese natürlich konzeptionell verschiedenen Lenkschlaufen, einmal über feste Griffe und einmal über weichere Schlaufen, die bringen einfach den Unterschied zwischen absolut letzter Präzision und einem leichteren spielerischen Handling. Hier entscheidet im Wesentlichen der Geschmack. Eine Lenkstange reagiert halt sofort auf jede
drehende Bewegung, eine Lenkschlaufe mit einer minimalen Verzögerung. Das macht es auch für den Einsteiger hier und da sogar etwas leichter und komfortabler, weil nicht jeder Lenkbefehl zu 100% direkt umgesetzt wird. Klar, man darf nicht vergessen, in einer vergleichbaren Größe geht ein Slingshot V3 nochmal einen Tick früher los. Ein Unit D-Lab geht noch weiter an den Windfensterrand und ist noch schneller. Aber das sind halt letztendlich marginale Unterscheidungen, wenn man betrachtet, dass halt auch jeder Einsteiger mit diesem Wing halt hier von F1 gut zurechtkommt, aber auch der hundertprozentige Profi damit perfekt zufriedengestellt wird. Insofern ist das unseres Erachtens hier das wohl mit begehrenswerteste Produkt, was es für die Saison 2022 zu erwerben gilt. In der heutigen Zeit bei der Lieferfähigkeit muss man erstmal einen ergattern.